Im Sinne einer möglichst inklusiven, universitären Lehre sollten Sie auch Ihre PowerPoint-Präsentation barrierefrei gestalten und somit möglichst vielen Menschen, ob mit oder ohne Beeinträchtigung, den selbstständigen Zugang zu Ihren Lehrinhalten ermöglichen. In diesem Video erklären wir, was barrierefreie PowerPoint-Präsentationen sind, wie man sie plant und erstellt, wie man die Barrierefreiheit prüft und was beim Halten einer Präsentation zu beachten ist. Ebenso wie andere barrierefreie digitale Inhalte sind barrierefreie PowerPoint-Präsentationen so gestaltet, dass sie mit technischen Hilfsmitteln wie einem Screenreader erkennbar und somit auch für Personen mit Sehbeeinträchtigung selbstständig lesbar sind. Dazu weisen sie einige technische Spezifikationen auf und sind außerdem klar strukturiert. Berücksichtigen Sie bei der Planung Ihrer nächsten PowerPoint-Präsentation, ebenso wie bei der Veranstaltung selbst, dass Sie es mit einem heterogenen Publikum mit unterschiedlichen Bedarfen zu tun haben und denken Sie Barrierefreiheit von Anfang an mit. Begreifen Sie diesen Umstand als Chance, die eigenen Lehrinhalte noch einmal neu zu strukturieren und dadurch ihre Verständlichkeit zu verbessern. Dies erhöht nicht nur die Zufriedenheit der Studierenden, sondern trägt auch zur Optimierung der Lehre insgesamt bei. Noch ein grundsätzlicher Hinweis: Wie stets bei der Erstellung barrierefreier Dokumente sollten Sie auch hier die Grundsätze barrierefreier Gestaltung beachten. Alle Inhalte sollten klar und logisch strukturiert sein, die Texte einheitlich in einer serifenlosen Schrift gestaltet und Überschriften als solche gekennzeichnet sein. Der Kontrast von Schrift und Hintergrund sollte möglichst hoch sein und auf manuelle oder automatische Worttrennung sollten Sie verzichten. Für Listen, Tabellen oder Diagramme benutzen Sie die dafür bereitgestellten Werkzeuge. Texte und Grafiken sollten nicht durch das Einfügen mehrerer Leerzeilen positioniert werden, sondern mit Hilfe korrekt positionierter Platzhalter im Folienmaster. Bildern und Grafiken fügen Sie einen Alternativtext und eine Bildunterschrift hinzu. Auf überflüssige Schmuckelemente, besonders auf Hintergrundgrafiken, sollten Sie verzichten. Auch bei der Wahl Ihrer Farben, etwa Ihrer Schaubilder oder Diagramme, sollten Sie auf ausreichende Kontraste achten. Aber Vorsicht! Vermeiden Sie die Komplementärfarben Rot und Grün, denn Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche können hier keinen Unterschied erkennen. Zudem ist es sinnvoll, wenn Sie sich bei der Gestaltung am Design der Universität Potsdam orientieren. Hinweise zum Design, zu Schriften und Farben sowie verschiedene Logos finden Sie auf der Seite des Zentrums für Informationstechnologie und Medienmanagement der Universität Potsdam unter Angebote und Lösungen, Multimedia-Dienste, Grafik, 3D und Corporate Design. Nun kann es losgehen. Legen Sie zuerst das grundsätzliche Erscheinungsbild unter Ansicht im Folienmaster fest, zum Beispiel die Position der Platzhalter für Folientitel, Texte oder Bilder in den einzelnen Folienlayouts. Unter Schriftarten legen Sie hier ebenfalls zentral die Schriftart Ihrer Präsentation fest. Wir wählen die serifenlose Schrift Calibri. Bei zusätzlichen Elementen, die Sie im Folienmaster platzieren, zum Beispiel das Logo der Universität Potsdam oder eine Fußzeile, ist Vorsicht geboten, da diese, je nach Erstellungsweise, von Screenreadern in PowerPoint anders behandelt werden als im PDF. Um unnötige Schwierigkeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, auf inhaltlich relevante Informationen, wie etwa Ihre Kontaktdaten, in der Fußzeile des Folienmasters vollständig zu verzichten. Stattdessen sollten Sie für diese Informationen eine eigene Folie in der Normalansicht erstellen. Wenn Sie mit Ihrem Master-Layout zufrieden sind, können Sie dieses schließen und zur normalen Ansicht zurückkehren. Als nächstes sollten Sie Ihrer Präsentation einen Dokumenttitel geben. Öffnen Sie dazu unter Datei die Informationen. Rechts unter Eigenschaften geben Sie den Titel ein. Nun kann es mit der eigentlichen Erstellung der Präsentation losgehen. Auf der ersten Folie fügen wir denselben Titel wie eben ein und fügen einen Untertitel hinzu. Am besten legen Sie, bevor Sie fortfahren, am unteren Rand in der Statusleiste noch die Dokumentsprache fest. Dies ist wichtig,
damit der Screenreader die Texte später mit der korrekten Sprachbetonung vorträgt. Benutzen Sie bitte immer die vorgegebenen Layout-Elemente, statt selbst Felder zu erstellen. So stellen Sie sicher, dass der Screenreader alles richtig interpretiert. Um eine neue Folie einzufügen, wählen Sie das gewünschte Layout in der Auswahl aus. Damit Menschen, die eine Sprachausgabe verwenden, sich gut in der Präsentation orientieren können, sollten Sie jeder Folie einen eigenen, kurzen und prägnanten Folientitel geben. Benutzen Sie auch hierfür stets den vorgesehenen Platzhalter. Die Folientitel stellen auch die Grundlage für die Gliederungsansicht der Präsentation dar. In dieser können Sie prüfen, ob Sie die Folientitel korrekt angewendet haben. Diese finden Sie unter Ansicht. Der Folientitel wird stets fettgedruckt neben der Foliennummer abgebildet. Haben Sie keinen Folientitel verwendet oder ihn in ein normales Textfeld eingegeben, so erscheint hier kein Titel und die Navigation in der Präsentation mit Hilfe des Screenreaders funktioniert nicht optimal. Möchten Sie wieder in die normale Ansicht wechseln, so wählen Sie unter Ansicht ganz links Normal. Um Ihrer Präsentation ein Bild, eine Grafik oder ein Diagramm hinzuzufügen, wählen Sie das entsprechende Symbol in einem leeren Platzhalterfeld aus. Wir wählen ein Kreisdiagramm. In diese Tabelle können Sie die Werte Ihres Diagramms eintragen. Rechts unter Datenreihen formatieren können Sie das Erscheinungsbild Ihres Diagramms anpassen, beispielsweise die Farben der Universität Potsdam vergeben. Achten Sie stets auf einen ausreichenden Kontrast zwischen den einzelnen Farbwerten. Ihr Diagramm sollte außerdem einen aussagekräftigen Titel haben. Da Menschen mit Sehbeeinträchtigung die Abbildung nicht selbstständig wahrnehmen können, benötigen Sie eine textliche Beschreibung, einen sogenannten Alternativtext. Diesen fügen Sie hinzu, indem Sie auf dem ausgewählten Feld Ihrer Abbildung mit einem Rechtsklick das Kontextmenü und hier Alternativtext bearbeiten aufrufen. Der Aufbau eines Alternativtextes sollte wie folgt sein. Erstens der Bildtyp, zum Beispiel Foto, Strichzeichnung, Kreisdiagramm. Zweitens eine kurze, möglichst objektive Beschreibung. Und drittens ein Copyright-Vermerk. Allgemein gilt, gebrauchen Sie Fachtermini und setzen Sie aus der Abbildung zitierte Begriffe in Anführungszeichen. Sollte es sich bei Ihrem Bild um ein reines Schmuckelement handeln, das keine Information übermittelt, können Sie auch das kennzeichnen, indem Sie es als dekorativ markieren. In diesem Fall wird Ihr Bild vom Screenreader übersprungen und benötigt keinen Alternativtext. Falls Sie für Ihre Präsentation eigene Schaubilder mit PowerPoint erstellen möchten, können Sie dies mit Hilfe des Formwerkzeugs. Natürlich benötigt auch dieses Schaubild einen Alternativtext. Aktuell müssten wir jedem Einzelobjekt einen eigenen Text zuweisen. Dies ist jedoch nicht sinnvoll, da das Schaubild als Ganzes eine Sinneinheit bildet. Daher sollten Sie die Elemente Ihres Schaubildes zunächst gruppieren. Markieren Sie dazu alle Formen und wählen Sie anschließend über einen Rechtsklick im Kontextmenü oder unter Anordnen Gruppieren. Nun können Sie dem gesamten Schaubild einen Alternativtext zuweisen. Ein Hinweis: Falls Sie Ihre Präsentation als PDF exportieren möchten, empfiehlt es sich, Ihr zusammengesetztes Schaubild vor dem Export als Grafik zu speichern. So verhindern Sie, dass die Gruppierung beim Export verloren geht und der Sinn des Schaubildes nicht mehr nachvollziehbar ist. Markieren Sie dazu Ihr gesamtes Schaubild und wählen Sie mittels Rechtsklick als Grafik speichern. Anschließend das Schaubild löschen und über Bild die soeben gespeicherte Grafik laden, positionieren und mit einem Alternativtext versehen. So wird das Bild inklusive Alternativtext sicher im PDF angezeigt. Der Nachteil liegt auf der Hand. Nach der Umwandlung in eine Grafik können Sie keine Änderungen an Ihrem Schaubild mehr vornehmen. Das Gleiche gilt für den Einsatz von SmartArts. Auch hier kann es passieren,
dass der zugewiesene Alternativtext beim PDF-Export nicht erhalten bleibt. Gehen Sie hier einfach genauso vor, wie eben beschrieben, und speichern Sie Ihre SmartArt vor dem PDF-Export als Grafik. Ihrer Präsentation können Sie auch Videos hinzufügen. Auch diese benötigen einen Alternativtext. Und sie benötigen Untertitel, damit auch Menschen mit Beeinträchtigung des Gehörs das Video verstehen können. Das Gleiche gilt für Hörstücke. Außerdem sollten Sie Videos ein Audiotranskript beigeben. Wenn Sie Ihre Präsentation halten, können Sie dies auch live machen, indem Sie die wichtigsten visuellen Elemente, die Ihr Video enthält, verbalisieren. Falls Sie Ihrer Präsentation Listen oder Aufzählungen hinzufügen möchten, verwenden Sie auch hierfür stets die korrekten Werkzeuge für Aufzählungen oder Nummerierungen. Soll sich eine Zeile Ihrer Liste in der semantischen Struktur einer anderen unterordnen, so benutzen Sie dazu die Tabulator-Taste, statt manuell Leerzeichen einzufügen. So ist die Hierarchisierung der Inhalte nicht nur visuell, sondern auch für den Screenreader deutlich. Das Gleiche gilt für Tabellen. Erstellen Sie diese mit dem dafür vorgesehenen Werkzeug. Wählen Sie das Tabellenwerkzeug im Inhaltsplatzhalterfeld aus und legen Sie zuerst die Anzahl der Zeilen und Spalten fest. Anschließend fügen Sie Ihre Daten ein und passen eventuell die Farben an. Achten Sie jedoch stets darauf, dass die Informationen auch ohne farbliche Hervorhebungen verständlich sind. Bitte vermeiden Sie Excel-Kalkulationstabellen, da diese beim Export als PDF nicht korrekt übernommen werden. Damit Ihre Tabelle auch von blinden Menschen gelesen werden kann, müssen der Tabelle noch zusätzliche Informationen hinzugefügt werden. Zum Beispiel müssen Überschriftenzellen als solche ausgewiesen werden. Erst so wird die Bedeutung der einzelnen Zellentexte deutlich. Auch Ihre Tabelle benötigt einen Alternativtext. Dazu wieder auf der Tabelle mit Rechtsklick Alternativtext bearbeiten aufrufen. In der 2016er Version von PowerPoint rufen Sie stattdessen den Befehl Form formatieren und hier unter Formoptionen, Größe und Eigenschaften das Alternativtext-Eingabefeld auf. Falls Ihre Präsentation mathematische Formeln enthalten soll, fügen Sie diese besser als Bild ein, statt sie direkt in PowerPoint zu erstellen, denn Screenreader haben oft Schwierigkeiten, Formeln vorzutragen. Eine Grafik Ihrer Formel können Sie online über einen LaTeX Equation Editor erstellen, zum Beispiel unter www.zahlen-kern.de/editor. Hier geben Sie Ihre Formel ein, laden sie anschließend als Grafik herunter und fügen sie in Ihre Präsentation ein. Als Alternativtext fügen Sie die Formel in der Schreibweise nach LaTeX oder MathML ein oder schreiben Sie als Text, so wie man die Formel sprechen würde. Enthält Ihre Präsentation auch Verlinkungen? Eingefügte Hyperlinks werden von PowerPoint sofort als solche erkannt. Sie können aber auch einen beliebigen Begriff markieren und mit einem Rechtsklick das Link-Bedienfeld aufrufen und hier die Verlinkung hinterlegen. So trägt der Screenreader keinen komplizierten Link vor, sondern einen sprechenden Text. Zusätzlich sollten Sie dem Link die sogenannte Quick-Info hinzufügen, damit deutlich wird, wohin der Link verweist. Jetzt sollten Sie noch die Lesereihenfolge Ihrer Präsentation überprüfen, da ein Screenreader die Elemente einer Folie stets in der chronologischen Reihenfolge vorliest, in der sie zur Folie hinzugefügt wurden. Dadurch kann eine Diskrepanz zwischen optischer und struktureller Reihenfolge entstehen. Öffnen Sie unter Anordnen den Auswahlbereich. Hier sehen Sie, in welcher Reihenfolge die Folienelemente vorgelesen werden. Achtung! Das unterste Objekt wird zuerst vorgelesen. In unserem Fall also der Folientitel, dann der Text, dann die Grafik. Sollte die Reihenfolge nicht stimmen, so können Sie das Objekt mit gedrückter Maustaste an die korrekte Position ziehen.
Bevor wir die Barrierefreiheit unserer Präsentation überprüfen, noch ein Hinweis. Verzichten Sie auf animierte Folienübergänge oder ähnliche Spielereien. Zum einen gehen diese im PDF verloren, zum anderen lenken sie unnötig ab und erschweren für viele die Lesbarkeit. Öffnen Sie nun unter dem Reiter Überprüfen die Funktion Barrierefreiheit prüfen. Rechts sehen Sie den Prüfbericht. Wir haben einen Folientitel vergessen. Den ergänzen wir nun. Links sehen Sie hier wieder die Gliederungsansicht, die den strukturellen Aufbau unserer Präsentation abbildet. Falls Sie Ihre Präsentation nur als PowerPoint-Datei zur Verfügung stellen möchten, können Sie das jetzt tun. Ein zusätzlicher Export als PDF ist dann sinnvoll, wenn nicht alle über das Programm PowerPoint verfügen. Damit auch Personen mit Sehbeeinträchtigung dem Unterricht gut folgen können, sollten Sie ihnen die Präsentation idealerweise schon vor dem Unterricht zur Verfügung stellen, nicht erst danach. Unter Datei, Speichern unter, wählen Sie das Dateiformat PDF aus. Über die Schaltfläche Optionen nehmen Sie nun Spezifikationen für den PDF-Export vor, indem Sie die folgenden Optionen wählen: Dokumenteigenschaften und Dokumentstruktur-Tags für Barrierefreiheit. Deaktivieren Sie Text als Bitmap speichern. Nun können Sie den Export starten. Bevor es barrierefrei ist, muss Ihr exportiertes PDF noch mit dem Programm Adobe Acrobat Pro finalisiert werden. Haben Sie Ihre Präsentation korrekt angelegt, sollte dies nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir gehen hier nur auf die wichtigsten Aspekte ein. Eine detaillierte Anleitung zur Erstellung barrierefreier PDFs erhalten Sie im Tutorial Barrierefreie PDF-Dokumente und im Tutorial Bestehende PDFs an Standards der Barrierefreiheit anpassen. Öffnen Sie Ihr PDF und prüfen Sie zuerst noch einmal den Stand der Barrierefreiheit. Dazu öffnen Sie rechts in der Werkzeugleiste den Menüpunkt Barrierefreiheit und starten die Prüfung der Barrierefreiheit. Links wird Ihnen das Ergebnis angezeigt. Zuerst prüfen wir noch einmal die Metadaten. Der Titel stimmt. Damit der Titel statt des Dateinamens auch vom Screenreader vorgelesen wird, müssen wir dies noch unter Datei, Eigenschaften festlegen. Unter dem Reiter Ansicht beim Öffnen wählen Sie den Dokumenttitel aus. Prüfen Sie unter Erweitert auch noch einmal, ob die Dokumentsprache korrekt übernommen wurde. Als nächstes sind wir dazu aufgefordert, auch hier die logische Lesereihenfolge zu prüfen. Dazu öffnen wir links das Werkzeug Lesereihenfolge. Jedes Element ist nun mit einer Nummer versehen und zeigt an, in welcher Reihenfolge es vom Screenreader erfasst wird. Ist etwas an der falschen Position, so ziehen Sie es bei gedrückter Maustaste an die richtige. Das sieht alles gut aus. In der Barrierefreiheitsprüfung können wir auf Bestanden klicken. Ebenso beim Punkt Farbkontraste, denn auf diesen Aspekt haben wir bereits bei der Erstellung geachtet. Hier links können Sie außerdem die Lesezeichen Ihrer Präsentation überprüfen. In unserem Fall gibt es noch keine Lesezeichen. Da wir in PowerPoint mit Folientiteln gearbeitet haben, können wir hier den Befehl Neue Lesezeichen aus Struktur und hier die H1-Überschrift auswählen. Sie entspricht den von uns vergebenen Folientiteln. Das Navigieren durch das Dokument mit Tastatur und Screenreader ist somit problemlos möglich. Im letzten Schritt müssen Sie noch den PDF-UA-Identifier setzen. Denn damit ein PDF als technisch barrierefrei gilt, muss die Metainformation vorhanden sein, die das Dokument als PDF-UA kompatibel kennzeichnet. Dazu öffnen Sie unter Bearbeiten die Option Preflight und wählen den Schraubenschlüssel an. Unter Dokumentinformationen und Metadaten wählen Sie den Menüpunkt PDF-UA Eintrag setzen und klicken unten rechts auf Korrigieren. Nun können Sie das finale PDF abspeichern und den Studierenden bereitstellen. Noch einige Hinweise zur Präsentation. Signalisieren Sie den Studierenden stets Ihre Bereitschaft,
auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, mündlich und in Schriftform. Achten Sie auf eine klare Vortragsweise in moderater Geschwindigkeit und bleiben Sie den Studierenden zugewandt, um das Lippenlesen zu ermöglichen. Im Vorlesungssaal benutzen Sie nach Möglichkeit ein Mikrofon. Nutzen Sie zudem die Möglichkeit, mit PowerPoint Live-Untertitel Ihres Vortrags zu erzeugen. Dazu wählen Sie vor Beginn der Veranstaltung in PowerPoint unter Bildschirmpräsentation die Untertiteleinstellungen an und legen hier fest, in welcher Sprache Ihre Präsentation und die Untertitel sein werden. Aktivieren Sie außerdem die Funktion Immer Untertitel verwenden. Nun wird Ihre Präsentation live untertitelt. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie zu Beginn der Präsentation in der Präsentationsansicht die Untertitelung zuschalten. Kündigen Sie zu Beginn der Präsentation die Gliederung an und nennen Sie während des Vortrags die jeweils aktuelle Seitenzahl. Wenn Sie Grafiken, Tabellen, Bilder oder Videos verwenden, sollten Sie diese verbalisieren. Videos sollten zudem Untertitel haben. Für Audios oder gesprochenen Text stellen Sie ein Transkript zur Verfügung. Ich fasse noch einmal die wichtigsten Schritte zusammen. Zuerst planen Sie Inhalt und Struktur Ihrer Präsentation. Dann legen Sie diese mit den korrekten Werkzeugen und Folienlayouts an. Das Erscheinungsbild legen Sie mit dem Folienmaster fest. Grafiken, Diagrammen, Videos und Tabellen geben Sie einen Alternativtext. Anschließend prüfen Sie Lesereihenfolge und Barrierefreiheit. Möchten Sie Ihre Präsentation als PDF bereitstellen, finalisieren Sie dieses nach dem Export in Adobe Acrobat. Beim Vortrag selbst achten Sie auf gute Verständlichkeit und gehen auf die Bedürfnisse der Studierenden ein. Falls Sie doch einmal auf technische Schwierigkeiten stoßen, können Sie sich gern an das Zentrum für Informationstechnologie und Medienmanagement wenden.